Die Burgruine Altes Schloss war eine Amtsburg des ausgehenden Hochmittelalters auf dem Schlossberg von Bad Berneck im oberfränkischen Landkreis Bayreuth in Bayern. Der hochaufragende Bergfried ist das Wahrzeichen des Kurortes und die Ruine der Höhenburg ist frei zugänglich. Die Naturbühne der Stadt befindet sich nördlich direkt unterhalb der Burgruine Hohenberneck. Im Jahr 1168 nannte sich mit dem Walpoten Wodalrich II. Erstmals ein edelfreies Geschlecht nach Berneck. Es ist also bereits zu dieser Zeit mit einem adligen Ansitz zu rechnen. Diese Walpotenburg ist jedoch nicht, wie oftmals angenommen, identisch mit dem alten Schloss. Sie bezieht sich auf die Stelle der späteren Burg Hohenberneck, die oberhalb des alten Schlosses liegt. Die Gründung der Burg war für die Walpoten etwas unglücklich, da sie widerrechtlich auf dem Grund des Bamberger Stifts St. Jakob errichtet wurde. 1177, im Jahr der Ernennung des ersten andechsmeranischen Fürstbischofs Poppo I., musste die Walpotenburg von Wodalrich II. Vom Bistum Bamberg zum Lehen genommen werden. Die letztmalige Nennung eines Walpoten in Berneck wird in das Jahr 1203 datiert. Da sich die Burg in der Erbmasse des 1248 mit Herzog Otto VIII. Von Meranien ausgestorbenen Geschlechtes der Andechsmeranier befand, muss mit einem Übergang des walpotischen Besitzes auf die Andechsmeranier in den Jahren zwischen 1203 und 1248 gerechnet werden. Das alte Schloss wurde zwischen 1203 und 1248 erbaut. 1260 erhielten die Orlamünder durch den Langenstadter Spruch, der die Erbstreitigkeiten bezüglich des meranischen Erbes abschließend regelte, neben der Plassenburg, Trebgast, Wirsberg und Goldkronach auch Berneck. 1338 war der orlamündische Besitz aufgeteilt auf Kunigunde von Orlamünde auf der Kulmbacher Plassenburg und deren Schwester Podica in Berneck. In diesem Jahre vermachte Kunigunde den Besitz dem Burggrafen von Nürnberg, im Jahre 1341 verzichtete auch Podica auf ihre Rechte am orlamündischen Besitz. Die Burg und die Stadt wurden 1357 Witwensitz für Elisabeth, die Frau des Burggrafen Johann, erklärt. 1430 wurde die Stadt Berneck von den Hussiten verwüstet. Eine Zerstörung der Burg ist nicht belegt, jedoch wahrscheinlich. 1431 wurde die Burg mit Küche, Kammer, Stube und einem Zwinger erweitert. Dies geht aus dem einzigen den Baubestand der Burg betreffenden Beleg hervor. 1406 bis 1477 wurden unter anderem Burg und Amt an Arnold und Johann von Wallenrode verpfändet.
1501 wurde der Amtssitz auf die neu erbaute Burg Neuwallenrode, das spätere Hohenberneck, verlegt. Das alte Schloss verfiel. Die mit etwa 28 mal 22 Meter kleine Burganlage war mit einem umlaufenden Graben und einem Halsgraben gesichert. Der Graben wurde zugeschüttet und als Grünanlage umgestaltet. Der alte Halsgraben des Schlosses diente lange Zeit der Romantikbühne als Orchestergraben.